Hallo und herzlich willkommen hier bei Enthusiamova. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mich hier rund um meine Themen, um meine Modellbahn in Spur N begleitet. Ich bin der Louis und dieses Mal gibt es wieder eine Digitalisierung. Mehr dazu nach dem Intro. Ja, wie man dem Titel wohl unschwer entnehmen kann, ist klar, was ich digitalisiere, und zwar ein Schienenreinigungsfahren von Tomix mit der Artikelnummer 6493. Das Besondere an dem Fahrzeug ist, dass man mir eigentlich gesagt hat, es gibt keine gelben Fahrzeuge, weil ich möchte eigentlich meine Fahrzeuge, die mit Schienenreinigung und auch Schienenbau, Baufahrzeuge, Messfahrzeuge, die sollen alle in Gelb sein. Und von daher war ich eben versucht oder auf der Suche. Ich hatte ihn irgendwann mal gesehen, war mir aber nicht ganz sicher, war es jetzt ein TT oder war es ein N, und es war ein N. Den habe ich jetzt in der Bucht in England geschossen und ja, jetzt ist er angekommen, jetzt ist er schon digitalisiert. Und ich möchte euch einfach zeigen, wie ich es gemacht habe. Ich weiß, es gibt auch weitere Filme über die Digitalisierung vom Tomix. An der Stelle möchte ich mal den Alex von Modus Mova und auch den Michael aus Rastatt grüßen. Beide Digitalisierungsfilme werde ich auch in meiner Videobeschreibung unten verlinken. So habt ihr dann die Möglichkeit, euch 3 verschiedene Varianten anzuschauen. So weit liegen die nicht auseinander. Was wird das Spezielle bei mir sein? Also im Prinzip bemühe ich mich immer so wenig wie möglich baulich zu verändern, um ja, sag ich mal, die Eigenarten des Fahrzeugs einfach beizubehalten. Ja, ich zeige euch einfach, wie ich es gemacht habe an der Stelle. Wünsche euch viel Spaß. Übrigens gibt es noch ein paar Randinformationen auch nochmal zu den CV-Werten, aber da verliere ich nochmal was zum Schluss des Videos zu. Also, viel Spaß beim Zuschauen. Nach dem Film sehen wir uns wieder. Gut, diesmal geht es um eine Digitalisierung von so einem Reinigungsfahrzeug, von einem Tomix 6493. Ich habe mir das Modell in Gelb geholt, weil ich so eine Philosophie von Bauzügen habe. Meine Bauzüge sind alle gelb und auch die Reinigungszucht, der wird auch gelb sein. Von daher war ich auf der Jagd nach einem gelben Tomix. Gut, jetzt habe ich dann ein Ding gebraucht geschossen und die sind vom Ursprung her sind die für den analogen Betrieb ausgerichtet und die sind multifunktional an der Stelle. So ein Tomix hat mehrere Reinigungsvorgänge, und zwar in allererster Linie kennen wir den meistens hier als Sauger, beziehungsweise hier unten ist der Sauger jetzt drin, da ist der Drehventilator drin. Man kann aber auch diesen Einsatz rausnehmen, da kann man Schleifer reinsetzen oder Polierteller. Wie auch immer, wobei, Vorsicht, Schleifer und Polierteller ist halt für den analogen Betrieb gedacht. Und ja, wie funktioniert der einfach? Also im Prinzip ist es so, dass der Tomix auch eine bestimmte Fahrrichtung hat, nämlich das hier ist vorne. Im Prinzip läuft dann als erstes mal die Bürste über die Schienen und wirbelt dadurch die kleinen Teile auf oder lockert die dann. Im Anschluss kommt dann hier hinten der Sauger. Und bei diesem Modell ist es auch so, ich denke, die anderen haben das auch, dass es hier einen Tank gibt. Da kann man dann Flüssigreiniger noch reintun. Da ist ein Metall- oder ein Messingschwimmer drin. Und der Schwamm hier wird dann beträufelt oder beziehungsweise benetzt und reinigt dann anschließend noch das Schienenstück. Wenn man das dann vielleicht noch kombiniert mit einem Trockenfahrzeug hinten, dann würde man hier also das Material oder den Schmutz auflockern, wegsaugen, nochmal nachfeuchteln, um sozusagen, und anschließend vielleicht mit dem Rubber oder mit dem Trockner dann nochmal drüber gehen, und dann hat man eigentlich ein vernünftiges Ergebnis. Wenn man feucht reinigt, muss man halt darauf achten, dass die Lok vorgespannt ist, dass man den Wagen hinterherzieht. Kunststück, wenn ich die jetzt schieben würde und hätte jetzt hier feuchte Schienen, naja, das ist zum einen mit Sicherheit nicht so prickelnd für die Haftreifen. Und zum anderen, irgendwann sind die dann auch nass und dann dreht das Fahrzeug halt durch. Dieser Wahlschalter, dieser Betriebsschalter, den es hier gibt, der ist eigentlich nur für den analogen Betrieb gedacht. Und zwar kann ich ihn ganz normal entweder ausschalten, dann sind alle Funktionen deaktiviert. Oder ich kann ihn halt einschalten, dann laufen die Funktionen oder der Rotor hier mit normaler Geschwindigkeit.
Oder ich kann halt, hier nennt sich das CL oder Clean Power, einschalten, dann läuft der halt mit Maximaldrehzahl. Funktioniert allerdings nur beim Analogbetrieb und brauchen wir hier eigentlich später nicht mehr. Ja, dann gehen wir mal dazu über, das Ding hier zu digitalisieren. Gut, das Auseinandernehmen ist jetzt nicht unbedingt ein Hexenwerk. Dann packen wir erstmal oben die Haube ab und ich muss hier an dem Motor dran. Im Prinzip muss ich hier auch die Haube abnehmen, weil dahinter verbirgt sich dann die Elektronik und der Motor. Und das kriege ich gelöst, indem ich jetzt einfach schlichtweg hier das Drehgestell an dieser Kreuzschraube löse. Dann kann ich das Drehgestell, nachdem ich die Schraube hier rausgenommen habe, auch direkt abnehmen. Gut, hier das klackernde Geräusch zeige ich euch jetzt auch mal gerade. Da gibt es halt einen Messingschwimmer. Kann man jetzt auch mal gerade auf Seite tun. Und ja, den braucht man halt zum Füllen von diesem Flüssigreiniger. Und wenn man genau reinschaut, dann sieht man hier ein kleines Loch. Und dieses kleine Loch führt dann hier zu diesem Tank. Da unten kann man es sehen. Beziehungsweise zu diesem Schwamm. Und dadurch wird der Schwamm hier regelmäßig benetzt. Ja. Und dann bauen wir jetzt mal weiter auseinander. So, jetzt kann ich einfach nur die Kappe hier oben abziehen. Und damit ist der Wahlschalter eigentlich so, den lasse ich später drin. Das stört nicht. Ne? So, das Gewicht hier vorne, das kann ich so rausziehen. Und jetzt bin ich hier schon an der Platine, die kriege ich aber erstmal so nicht raus. Deshalb muss ich den Motor jetzt erst ausbauen. Und das mache ich, indem ich jetzt hier den Ventilator rausnehme. Dazu gibt es hier so ein mitgeliefertes Werkzeug. Das klippe ich hier halt in das Lüfterrad ab und dann kann ich das hier rausziehen. So, und jetzt kann ich auch den Motor nach oben hin abheben und gleichzeitig, wenn ich hier drüber bin, die Platine rausnehmen. So, das war es im Prinzip schon. So, im nächsten Schritt werde ich hier die Kohlen sauber machen. Dazu werde ich die Federhalter erstmal lösen, vorsichtig. Hier sind dann die Federchen drin und der Federhalter. Und dahinter verbirgen sich die Kohlen, da ist er. Bei der Gelegenheit kann man mal sehen, wie der Kollektor verschmutzt ist. Leider ist das so, dass hier die einzigen Fenster bei dem Motor, die sind nachher wieder durch die Bürsten verdeckt. Das heißt, hier werde ich dann jetzt gleich erstmal manuell mit einem Glasfaserstift auf den Kollektor und manuell drehen und ein wenig den Kollektor reinigen. Gut. Sieht schon ein bisschen besser aus als vorher. Dann lassen wir es dabei. Die Kohlen glühe ich wie immer mit dem Lötkolben aus. Dazu gehe ich einfach auf die Kohle. So erhitze ich die so lange, bis sie aufhört zu qualmen. Na, die ist schon sauber, da passiert nicht so viel. Und die hier, sehr gut. Ja, und dann bauen wir es in umgekehrter Reihenfolge wieder ein. Zuerst kommt die Kohle wieder rein. Dann die Feder. Dann die Kontakthülse wieder. Und bevor ich die festdrücke, erstmal drehen, damit die Kohle sich auf den Kollektor richtig legt. Und dann zudrücken, das war's. Jetzt nochmal ein Test mit einem analogen Trafo. Und wenn dann alles läuft, machen wir dann mit dem Tomix weiter. Gut, bevor es denn jetzt losgeht mit der Digitalisierung, würde ich gerne noch mal ein paar Worte zu dem Thema ESD verlieren. Die meisten von euch wissen, dass ESD für Electrostatic Discharge steht oder halt in Muttersprache übersetzt für elektrostatische Entladung. Genauer gesagt für die elektrostatische Entladung oder die Gefahr daraus, die es sich dann für die Elektronikbauteile ergibt. Und dagegen muss man sich in Anführungszeichen wehren bzw. ausrüsten.
Das Dumme ist, dass sich hier so Elektronikbauteilchen ganz gerne, wenn sie denn mal mit Elektrostatik in Verbindung gekommen sind, sich diesen Vorfall gerne merken. Das ganz, ganz Dumme ist, die sind auch noch nachtragend. Und zwar, wie kann man sich das vorstellen, mit, sag ich mal, einer Entladung, einer elektrostatischen Entladung auf so eine Elektronik richte ich quasi sowas wie eine Bruchstelle ein. Ich will nicht sagen Sollbruchstelle, weil das soll ja nicht sein, aber so kann man sich das halt vorstellen. Und dann passiert dann Folgendes, man merkt das am Anfang gar nicht. Man merkt nicht, das läuft einfach ganz normal weiter. Und aber durch das permanente Beanspruchen, ne, das ist genauso, wenn ich auch eine Sollbruchstelle immer permanent beanspruche, dann wird die irgendwann brechen. Und genauso ist das hier auch. Im laufenden Betrieb läuft halt Strom darüber, die Elektronen fließen hin und her und beanspruchen genau diesen Schaden und der wird immer größer, bis es dann erstmal zu den Ausfällen kommt. Zunächst sporadisch, es gibt keinen zeitlichen Zusammenhang, es gibt auch keinen funktionalen Zusammenhang. Das kann sowohl ein Defekt am Fahrverhalten darstellen, das kann sowohl ein Defekt an der Beleuchtung darstellen, es gibt keinen definierten Zustand. Und dann wird dann immer weiter beansprucht, bis dahingehend, dass das Ding irgendwann mal ausfällt. Das ist ärgerlich, das ist doof und vor allem, man merkt es halt nicht. Das ist das Dumme daran. Jetzt kann der eine oder andere sagen, ja, ist doch ja, ich kenne das doch schon alles. Ich gehe dann immer regelmäßig an der Heizung, mache da den Griff an die blanke Stelle, denn das weiß man ja, die lackierte Stelle, das nutzt ja nichts, sondern es muss die blanke Stelle sein. Ja, das stimmt, aber da müsste ich eigentlich auch an der Heizung stehen bleiben. Denn wenn ich dann wieder zurückgehe, und in der Regel mache ich das ja auch mit Schuhwerk, und Schuhwerk ist halt oftmals gummiert, also sprich ich habe Turnschuhe an oder ich habe Sneakers an oder sonst irgendwas, laufe über einen Laminatboden, laufe Linoleumboden, Teppichboden, was auch immer. Jedenfalls wunderbar baut sich die Spannung auf und sie kann ja nirgendwo hin, sie wird nicht weggeleitet. Ne? So, das heißt, wenn ich die paar Meter von der Heizung dann wieder zurückkomme, bin ich wieder wunderbar aufgeladen. Ich kann auch sagen, der Gang war umsonst. So, was kann man sonst noch machen? Man kann sich eigentlich nur insofern schützen vor einer elektrostatischen Aufladung, dass man es gar nicht erst dazu kommen lässt. Und zwar gibt es dafür dann eher so elektrostatisch leitende Matten, ESD-Matten. Ne? So. Und die machen halt nichts anderes. Da wird auf der einen Seite wird halt ein Armband. Dieses Armband ist genauso elektrostatisch leitend. Da ziehe ich mir halt an. So, in dem Moment leite ich quasi jetzt meine Aufladung schon über die Matte ab und hier geht noch ein Draht raus. Ne? Und dieser Draht, der geht halt an den Schutzleiter von der Steckdose. Wird da ganz normal angeklemmt und gut ist. Andersrum könnte ich da aber jetzt auch meinetwegen diesen Draht auch an der blanken Stelle von der Heizung anklemmen. Denn beides haben eins gemeinsam, sowohl der Schutzleiter als auch Heizkörper, im Übrigen alle metallischen Körper in der Wohnung, die werden nämlich alle zurück an einen zentralen Punkt geführt, das ist nämlich die Potentialausgleichsschiene. Und da wird halt die statische Ladung entladen oder entsorgt, sodass man halt gegenüber der Elektronik eine absolute neutral ist und dann kann ich die auch anpacken, ohne dass ihr was passiert. So viel wollte ich jetzt einfach mal zum Thema ESD sagen. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen. Ob ihr das macht oder nicht, das liegt bei euch. Ich empfehle, etwas dagegen zu tun und ich selber mache das auch. Also, seid vorsichtig mit der Elektronik, immer neue Decoder kaufen, ist halt teuer. So, jetzt geht es um das Auslöten der Bauteile. Die sind alle in SMD-Technik aufgelötet, bis auf den Kondensator dahinter. Und hier vorne gibt es auch noch mal einen kleinen Kameraden. Den muss ich auch mal ablösen. So. So, das soll es dann schon gewesen sein. Jetzt machen wir die Lötpunkte noch sauber, saugen das restliche Lötzinn weg und dann geht es weiter. So, und da wir jetzt schon mal dabei sind, machen wir die Platinen von den Kontakten hier nochmal sauber. Und dann überlegen wir uns, wo wir welche Anschlüsse nehmen. Ja, und die Stromzuführung zur Versorgung dieser Platine, die kommt über diese Kontakte hier. So, das heißt, diesen ganzen Teil, den brauchen wir nur noch als Führung, aber elektrisch brauchen wir ihn nicht mehr. Heißt, hier
kommt Rot und Schwarz dran. Dann werden wir hier eine Trennung vornehmen, und dann kommt dann hier Rot und Grau, bzw. Orange und Grau dran. So, das war es eigentlich schon. So, die Decoder, da brauche ich die Lichtleitung, brauche ich nicht, die kann ich auch direkt ablöten. So, die Kabelführung kann man jetzt wieder so ein bisschen mit Nagellack fixieren. Sollten die aber schon liegen, ne? Einmal so, auf der anderen Seite auch, einmal so. Gut, dann gucken wir uns mal die Ergebnisse an. Ja, das ist die Platine hier an dem Stück, der Decoder. An der Stelle ist es übrigens ein N45 von Kühn, aber die meisten werden es ja aber schon erkannt haben. Die Kabel habe ich halt hier senkrecht aufgelötet und den Decoder einmal geknickt, deshalb steht er auch so freiwillig aufrecht. Von unten die Stromzuführungen sind hier rechts und links und die Motorzuführungen sind hier. Zwischendurch wurde getrennt und hier war die Nummer mit den Kabeln mit dem Nagellack fixieren. Das passt also eigentlich alles wunderbar. So. Das Gegenstück dazu, beziehungsweise nicht das Gegenstück, sondern auch das Gewicht. Es war in der Mitte ausgekleidet mit Isolierband, mit Scotchband und die freien blanken Stellen, die sind halt auch mit Nagellack versiegelt worden, sodass jetzt dieser, ich nenne es jetzt mal dieser Decoder-Käfig hier einfach ringsrum isoliert ist. Ja, jetzt bauen wir das gute Stück wieder zusammen. Hier kann man jetzt auch schön sehen, wie der Decoder genau in seinem isolierten Käfig sitzt. Von der Seite nicht zu sehen. Also von daher kann man jetzt gut die Abdeckung wieder drauf machen. Gut, dann kommt als nächstes die CV-Programmierung und dann nochmal ein kleiner Funktionstest. Wir sehen uns später. Ja, ganz am Anfang vom Film hatte ich ja gesagt, dass ich nochmal auf das Thema CV-Programmierung kommen werde. Und zwar bin ich fündig geworden bei der Webadresse digitalzentrale.de. Die haben neben der Anleitung der CV-Programmierung übrigens auch noch eine schöne Bedienungsanleitung von dem Produkt. Da haben sie sich sehr viel Mühe mitgegeben. Und da kann ich nur empfehlen, mal die Webseite zu besuchen. Ja, da findet man, wie gesagt, auch die Programmieranleitung für die CV-Werte und den Link, den packe ich euch unten in der Videobeschreibung rein. So, dann programmiere ich jetzt den Tomix mal genau mit diesen Werten plus noch eine Log-Adresse und dann probieren wir mal aus, ob er funktioniert. So. Um jetzt auszuprobieren, ob der vernünftig funktioniert, nehme ich hier mal ein bisschen Salz. Streue das mal. Könnte ja auch Schotter sein oder so. Streue das hier hin. So, ich denke, da kann man ganz gut erkennen hier. Ne? Wunderbar. Ja, und dann machen wir mal einen Test, ob der Kleine das jetzt wegsaugt. Ich bin begeistert. Alles weg. Ja, funktioniert. Mal gucken hier. Also wenn jemand Salz braucht, bitteschön. So, ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Ihr habt Spaß gehabt und konntet ein bisschen wieder was daraus mitnehmen. Ich habe aber noch ein Ding, da möchte ich euch darauf hinweisen. Und zwar habe ich bei meiner Recherche im Internet nach den entsprechenden Anleitungen mal nachgeschaut. Es gibt zwei unterschiedliche Ausgaben für CV-Werte. Und zwar gibt es einmal welche, die ich euch jetzt in dem Film gezeigt habe, plus eine ältere Variante. Da steht auch drin, dass man
den Tomix auch im Digitalbetrieb als Schleifvariante nutzen kann. Vorsicht Leute, das ist eine veraltete Variante. Da gibt es auch andere CV-Werte, denn die Bedingung daran ist, dass man den Tomix maximal 2 Minuten als Schleifwagen laufen lassen sollte, könnte, wie auch immer. Und das hat wohl nicht funktioniert. Ich glaube, die Menschen, die definieren 2 Minuten unterschiedlich. Und von daher hat es dann immer wieder zu Defekten geführt, was dazu letztendlich geführt hat, dass es jetzt generell die Aussage gibt, der Tomix ist im Digitalbetrieb nur als Staubsauger zu nutzen, nicht als Schleiffahrzeug. Deshalb, das war die erste Variante. Das war's, das sollte man nicht nehmen, sondern nutzt den Tomix ausschließlich als Schienenstaubsauger. Also, weg damit und den Link zur aktuellen Einstellungen für die CV-Werte, den packe ich euch unten in die Videobeschreibung rein. So ihr Lieben, das war's wieder mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über euren Daumen nach oben, aber ganz besonders auf euren nächsten Besuch. Und damit ihr die Fortsetzung nicht verpasst, lasst mir einfach euer Abo da. Das Glöckchen noch einschalten und dann werdet ihr automatisch hier vom Kanal unterrichtet, wenn es denn hier wieder was Neues gibt. Also dann, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Louis.